Wandeln sich die USA tatsächlich zum autokratischen, nicht demokratischen, illiberalen Staat? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video beschäftigen. Noch ein kurzer Hinweis hier in eigener Sache. Du hast es vielleicht gesehen auf unserer Website und hier auf diesem YouTube-Kanal. Wir organisieren demnächst eine Reise nach Austin, Texas. Das ist dort, wo ich auch wohne. Wir haben auch schon etliche Anmeldungen. Ich werde dir Austin eine Woche lang zeigen. Das werden wir kombinieren mit einem intensiven Seminarprogramm, wo wir darüber sprechen, was du alles wissen musst, um in die USA auszuwandern als Unternehmer in der Regel, das heißt mit E2-Visum, L1-Visum oder unter einer ähnlichen Visumskategorie. Da lernst du alles zum Thema Firmengründung, Visum, Immobilienkauf, Kontoeröffnung, Steuern etc. pp. Und dann haben wir natürlich jede Menge Programmpunkte auch noch, wo wir Austin und das Leben in Austin mal so ganz hautnah mitbekommen, von Musik über Barbecue bis Immobilien und auch einen Tagesausflug ins Hill Country in die deutsche Stadt Fredericksburg. Das Beste ist, wenn du auf diese Reise mitkommst, bekommst du von uns eine Texas Corporation inklusive einjähriger Betreuung geschenkt im Wert von 3.500 US-Dollar. Also sicherlich interessant, wenn du vorhast, in die USA auszuwandern. Alle Details auf unserer Webseite, Link packe ich in die Beschreibung unseres Videos mit hinein. Nun zurück zu unserem eigentlichen Thema. André hat uns geschrieben, er hat hier eine Frage gestellt bezüglich dieser Texas-Reise, beziehungsweise es war eigentlich eine mehr philosophische Frage, die ich dir jetzt mal gerne hier vorlesen möchte. André schreibt: Mehr Freiheit in Texas. In den USA wird die liberale Demokratie doch Tag für Tag immer weiter abgeschafft und zu einer der gefährlichsten Autokratien umgebaut. Warum empfehlt ihr Texas? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ja, erstmal André, ich danke dir für diese Frage. Die ist sehr interessant und die werden wir natürlich gerne hier in diesem Video beantworten. Generell möchte ich jedem empfehlen, der hier zuschaut und dem etwas auf der Seele brennt oder der auch eine Idee hat für ein interessantes Video, vielleicht eine Frage hat, die ihn schon lange beschäftigt zum Thema Wegzug ins Ausland, Steuern etc., gerne uns zu schreiben. Ich möchte dich dazu ermutigen. Details findest du auf unserer Webseite perspektiveausland.com. In der Fußzeile unten findest du ein Formular, da kannst du einen Gast oder ein Thema vorschlagen oder uns auch eine E-Mail schicken. Mach es wie André. Fast alle Videos auf diesem Kanal sind inspiriert durch Zuschriften, durch Mandanten, durch Gespräche, die wir führen, durch das, was wir erleben. Daher sind wir immer dankbar für Zuschriften, für Vorschläge. Und wenn es ein Thema ist, das für viele interessant sein könnte, so wie dieses Thema hier von André, dann machen wir dazu natürlich gerne ein Video. Kommen wir aber nun tatsächlich zu deiner Frage, warum wir Texas hier empfehlen, warum wir Texas als freiheitlich beschreiben und was Freiheit eigentlich überhaupt ist. Ganz zu Beginn möchte ich natürlich erstmal Folgendes sagen. Wir stellen ja hier auf diesem Kanal viele Länder vor. Wir organisieren auch Reisen in etliche Länder. Und das liegt einfach daran, dass wir natürlich alle sehr unterschiedliche Menschen sind und wir haben alle unsere eigenen Vorlieben, unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Präferenzen. Das heißt, ein Land, das für dich jetzt vielleicht das ideale Wohnsitzland ist, ist für den anderen ein kompletter Horror. Ein gutes Beispiel wäre hier zum Beispiel Dubai. Da sind ja ganz viele gespalten bei den Vereinigten Arabischen Emiraten. Manche können sich vorstellen, dort zu leben. In der Tat sind ja Hunderttausende oder gar Millionen in den letzten Jahren nach Dubai gezogen und leben da ein ziemlich zufriedenes Leben. Andere finden es total schrecklich. Andere finden es vielleicht zu heiß. Aber viele sagen natürlich auch, das ist ja eigentlich hier eine absolute Monarchie, um nicht zu sagen eine Diktatur. Wie kann man es hier schön finden? Also, jeder von uns hat seine eigenen Vorlieben und Präferenzen. Das heißt, wir versuchen dir jetzt nicht ein bestimmtes Land hier zu verkaufen. Wir sind sozusagen farbenblind diesbezüglich, sondern wir stellen dir verschiedene Länder vor. Natürlich haben Daniel und ich auch unsere eigenen Präferenzen. Das siehst du ja auch auf unserer Hotspots-Liste auf unserer Website. Das ist natürlich ganz klar. Auch das basiert auf unseren persönlichen Erfahrungen. Aber natürlich sind auch viele Fragen und viele philosophische Fragen, auch die André jetzt gestellt hat, dann am Ende eine Frage der persönlichen Präferenz. Und da gibt es nicht wirklich ein richtig oder falsch. Da gibt es eben einfach verschiedene Optionen und wenn dir das eine Land nicht gefällt, dann musst du eben in ein anderes Land ziehen. Wir halten jetzt ja die USA oder Texas jetzt hier nicht als das einzige Land hoch und als das Land oder den Bundesstaat, wo jetzt jeder hin auswandern sollte. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass natürlich kein Land perfekt ist.
Was immer Menschen beginnen und am Ende sind ja Staaten auch menschliche Vorhaben. Diese sind natürlich immer auch geprägt von Fehlern, von menschlichen Schwächen, von unserer eigenen Gebrochenheit, von unserer eigenen Unvollkommenheit. Da kann ja nichts perfekt sein. Wenn ich jetzt also hier die perfekte Utopie erwarte, wo hier alle in Glückseligkeit zusammenleben, dann werde ich hier nie den richtigen Staat finden. Das heißt, ich muss ja im Grunde genommen bereit sein, auch Abstriche zu machen und zu sagen, okay, dieses Land ist jetzt sicherlich nicht perfekt, aber ich kann die und die Boxen ticken. Das sind für mich wichtige Dinge. Und dann kann ich eben mit den Schwächen, mit den Fehlern, mit den Mängeln dieses Landes ganz gut leben. Ich selbst habe natürlich auch in vieler Hinsicht ein ambivalentes Verhältnis zu den USA, auch wenn ich ein großer USA-Fan bin. Ich habe schon mal hier vor einigen Jahren einen langen Artikel geschrieben, der heißt, was mich an den Amerikanern nervt. Das packe ich mal hier als Link in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Kannst du dir gerne mal durchlesen, ist durchaus auch ein bisschen humorig gemeint. Und natürlich ist mir vor dem Hintergrund klar, dass die USA auch nicht perfekt sind, dass es hier viele Dinge gibt, die im Argen liegen und die einen auch verrückt machen können. Ja, das ist natürlich auch völlig klar. Also so dieses Thema, das gelobte Land und so, das ist natürlich definitiv meiner Meinung nach nicht so. Kommen wir aber jetzt zu den konkreten Punkten, die André gesagt hat. André hat ja hier von Freiheit gesprochen. Zunächst mal muss man natürlich sagen, dass Freiheit auch etwas Individuelles ist. Welches Verständnis ich von Freiheit habe, ist vielleicht anders als das, was du von Freiheit hast, weil uns verschiedene Dinge wichtig sind. Für mich persönlich, um jetzt ein konkretes Beispiel zu machen, war zum Beispiel immer wichtig, die Freiheit zu haben, selbst über die Schulbildung meiner Kinder zu entscheiden. Ich wollte dort den Staat möglichst wenig involviert haben. Schauen wir uns Deutschland an. In Deutschland ist Homeschooling verboten und Privatschulen sind in Deutschland auch verboten. Und zwar per Grundgesetz. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Privatschulen sind in Deutschland deswegen per Grundgesetz verboten, weil man eine Zweiklassengesellschaft angeblich verhindern will. Deshalb sind alle oder fast alle Privatschulen in Deutschland dazu verpflichtet, hier auch für die wirtschaftlich Schwächeren Schulplätze zur Verfügung zu stellen. Damit kann sich dann natürlich eine Privatschule nicht finanzieren. Deshalb springt der Staat ein und finanziert de facto alle Privatschulen in Deutschland. Das heißt, die Privatschulen bekommen eigentlich pro Kind den Betrag, den der Staat hier auch für die staatlichen Schulen ausgibt. Damit bezahlt der Staat aber wieder die Privatschulen und damit sind es eben keine Privatschulen. Also es gibt in Deutschland de facto keine Privatschulen. Und wie gesagt, Homeschooling ist auch nicht erlaubt. In England ist es etwas komplett anderes, in den USA auch. Und das war mir immer extrem wichtig. Zwar sind meine Kinder zum Teil auch auf staatliche Schulen gegangen, aber im Grunde genommen haben sie einen Großteil ihrer Schulzeit außerhalb des staatlichen Systems verbracht. Zum Beispiel wurden sie homegeschoolt. Dann sind sie auch mal hier in Schulen gegangen der lokalen Kirchengemeinde und dann natürlich auch in traditionelle britische oder amerikanische Privatschulen. Das ist jetzt für mich persönlich ein sehr wichtiger Ausdruck an Freiheit. Für mich und meine Partnerin ist es jetzt nicht wichtig, dass man bis zum 9. Monat abtreiben kann. Das ist jetzt nicht unser Verständnis von Freiheit. Eine solche Freiheit würden wir nicht nutzen. Und insofern ist das nicht sehr hoch auf unserer Prioritätenliste der Freiheiten. Mir ist klar, dass viele Europäer und natürlich auch die Amerikaner zum Teil hier scharf kritisiert haben, dass der oberste Gerichtshof in den USA vor einigen Jahren entschieden hat, dass die Abtreibungsfrage eine Frage der Bundesstaaten ist. Dort können dann die Bürger hier über ihr Wahlverhalten entscheiden, was in dem betreffenden Bundesstaat dann hier in puncto Abschreibung für Regeln, für Gesetze gelten. Davor war es tatsächlich so, dass in den gesamten USA hier es letztlich als Bundesrecht verbrieft war, dass man bis zu einen Tag vor der Geburt abtreiben konnte. Das hat in dem bekannten Roe v. Wade-Fall eben ein aktivistischer Richter entschieden und dann galt es im ganzen Land. In vieler Hinsicht undemokratisch, denn es sind die Parlamentarier in einer parlamentarischen Demokratie, die Gesetze machen. Und in den USA liegt die Gesetzgebung für die meisten Aspekte des täglichen Lebens grundsätzlich bei den Bundesstaaten. Und dann gibt es natürlich auch Bundesrecht.
wo dann wichtige Dinge hier verankert sind. Also es gibt natürliche Gesetze, also zum Beispiel zur Abschaffung der Sklaverei und zur Gleichberechtigung der amerikanischen Bevölkerung, egal welche Hautfarbe sie haben. Da wurden natürlich dann Bundesgesetze nach dem Bürgerkrieg verabschiedet. Das wäre natürlich auch zum Thema Abtreibung übrigens möglich. Man könnte jetzt ja hier einen Abtreibungsgrafen bestimmen in Washington im Parlament. Das hat bisher aber niemand gemacht. Auch die Demokraten übrigens nicht, auch da nicht, als sie hier wie zum Beispiel unter Obama beide Kammern des Parlaments beherrscht haben. Jetzt ist das Recht wieder bei den Bundesstaaten und man muss eben sehen, was passiert. Aber da bin ich im Grunde auch schon dann bei meinem nächsten Punkt. In den USA ist die gesetzgeberische Gewalt hier viel mehr bei den Bundesstaaten und da gibt es dann eben viel mehr lokale Ausprägungen, was in dem entsprechenden Bundesstaat hier tatsächlich dann erlaubt ist oder nicht. Gutes Beispiel, ich hatte ja vorhin das Thema Homeschooling gebracht. Hier hat eben jeder Staat seine eigenen Regeln. Manche Bundesstaaten sind sehr liberal, die erlauben alles diesbezüglich, andere sind eher streng. Und da gibt es dann hier zum Thema Homeschooling eben ganz bestimmte gesetzliche Vorgaben. Hier haben die Bürger in die bundesstaatlichen Parlamente dann ganz bestimmte Abgeordnete geschickt, die sie demokratisch gewählt haben und die dann entsprechend solche Gesetze verabschieden. Und so hat man dann eine Landschaft, 50 Bundesstaaten, 50 verschiedene Regelungen, zum Teil sehr locker, zum Teil eben sehr streng. Das Gleiche gilt übrigens auch zum Thema Impfpflicht. In manchen Bundesstaaten müssen ja Kinder, wenn sie dann in die staatliche Schule gehen, geimpft sein. In manchen Bundesstaaten ist das nicht so. Es gibt insgesamt 15 Bundesstaaten, wo man aus Glaubens- oder Gewissensgründen oder man sagt in den USA aus philosophical or personal reasons als Eltern hier definieren kann, dass man die Kinder nicht impfen lassen will und dann dürfen sie trotzdem zur Schule gehen. In 35 anderen Bundesstaaten ist das nicht der Fall. Da müssen die Kinder geimpft sein, dass sie in die Schule gehen können. So, jetzt kannst du dich entscheiden, wie du philosophisch zu dieser Frage stehst. Wenn du hier für eine strikte Impfpflicht bist, kannst du einfach in einen Bundesstaat umziehen, wo eine solche Impfpflicht gegeben ist. Punkt. Oder du kannst in deinem eigenen Bundesstaat einen Abgeordneten wählen, der sich für diese Impfpflicht einsetzt. Also hier hast du Möglichkeiten, demokratisch mitzugestalten, auch wenn du mit den Füßen wählst und dann in einen anderen Bundesstaat umziehst. Und so ist es letztlich bei vielen Aspekten des alltäglichen Lebens in den USA so, auch bei wirtschaftlichen Themen, bei Kündigungsfristen, bei Arbeitslosenhilfe etc. pp. Also zu sagen, dass hier die Demokratie in den USA abgeschafft wird, halte ich für die komplett falsche Wahrnehmung. Ich glaube, gerade das Gegenteil ist der Fall. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass in den USA sehr viele Beamte direkt vom Volk gewählt werden. Zum Beispiel Richter, zum Beispiel Staatsanwälte, zum Beispiel der Sheriff. Hier würde man sagen Polizeipräsident. Zum Beispiel die Leiter der Schulbehörde, also Leiter des Oberschulamtes. Diese Funktionen und in anderen Bundesstaaten sogar noch mehr werden hier direkt vom Volk gewählt in den USA. Viele wissen das gar nicht. Viele halten so immer die Schweiz hoch als die direkte Demokratie seit Jahrhunderten, seit dem Mittelalter, Rütli-Schwur und so weiter und so fort. Das ist sicherlich auch so in der Schweiz gegeben. Die Schweiz hat ja eine schöne direkte Demokratie. Aber es ist eben in den USA ebenfalls gegeben, wenn auch in leicht anderer Ausprägung. Dort werden nämlich die Beamten direkt gewählt. So, und wenn du jetzt Interesse hast an einer bestimmten Rechtsprechung, an einer bestimmten Auslegung des Rechtes, sei es eher konservativ oder sei es eher liberal, dann kannst du eben hier deinen Kandidaten für das lokale Richteramt wählen. Natürlich müssen die zur Wahl stehenden Personen bestimmte Qualifikationen haben. Die müssen in der Regel Anwälte sein. Ja, aber ansonsten kann sich hier jeder Anwalt zur Wahl stellen lassen als Richter. Und das Gleiche, wie gesagt, gilt auch für die Leiter zum Beispiel von Schulbehörden. Das heißt, wenn du deine Kinder auf die staatliche Schule schicken möchtest, aber du möchtest, dass hier bestimmte Bücher nicht im Unterricht verwendet werden, dann kannst du durch deine Stimme, nämlich durch die Wahl des richtigen Leiters dieser Behörde, hier einen gewissen Einfluss ausüben. Ich glaube, davon könnten wir in Europa und ganz besonders in Deutschland nur träumen. So viel Demokratie würde uns ja hier komplett vor den Kopf stoßen. Wir wüssten ja gar nicht, was wir mit so viel Demokratie eigentlich überhaupt machen sollen. Also daher zu behaupten, dass sich die USA hier wegbewegen von einer Demokratie zu einer Autokratie, halte ich für eine Legende und auch eine entsprechende falsche Darstellung der deutschen oder europäischen Medien, die natürlich Donald Trump hassen und sich dann dieser Hass in der entsprechenden Berichterstattung
die die Fakten verdreht dann tatsächlich ausdrückt. Die USA haben eine sehr breite Demokratiebasis, das ist ganz klar. Gibt es nun hier bestimmte besorgniserregende Entwicklungen auf der Bundesebene, jetzt Stichwort Trump etc.? Natürlich, manche Dinge könnte man so sehen, wenn er dann hier davon fantasiert, dass er Präsident auf Lebenszeit wird und so. Das finde ich natürlich schon problematisch. Man muss immer dann unterscheiden, was natürlich Show ist und was nicht. Aber natürlich finde ich solche Dinge problematisch. Ich finde es höchst problematisch, dass hier die Täter, die hier versucht haben, 2021 das Parlament zu stürmen, letztlich hier freigesprochen worden. Das sind alles Dinge, die man nicht gutheißen kann. Und da komme ich zurück auf den Punkt, den ich vorhin gesagt habe. Leider haben wir Menschen eben alle Fehler und Schwächen und das drückt sich eben dann leider da aus. Es gibt das perfekte System nicht. Und ganz klar, solche Entwicklungen finde auch ich besorgniserregend. Aber ich bin davon überzeugt, dass langfristig die amerikanische Demokratie auf Basis dessen, was ich gerade eben gesagt habe und wie stark die Demokratie tatsächlich hier lokal in den Städten, in den Dörfern verwurzelt ist, ja, dass diese Demokratie sich dadurch nicht aushebeln lässt und dass das vielleicht jetzt eine Strömung ist, ein Trend für einige Jahre. Wir hatten sowas schon früher in den USA auch, dass es dort bestimmte Phasen gab, in denen es dann vielleicht zu besorgniserregende Exzesse gab hier auf Bundesebene, aber das kommt dann wieder und ebbt dann auch dann wieder ab. Und das ist eigentlich auch meine Meinung, was in den USA passieren wird. Ein weiterer Punkt, den ich machen will, ist natürlich schon der, dass es vielfach auch eine Konfusion gibt, was eigentlich wirklich Freiheit ist. Also nach unserem Verständnis, nach meinem Verständnis und nach dem Verständnis so der jüdisch-christlichen Tradition, auf der ja hier unsere Zivilisation beruht, ist natürlich Freiheit keine Beliebigkeit. Ja, Freiheit ist kein Freibrief. Es gibt keine Freiheit ohne Wahrheit. Ja, also Beispiel Deutschland. Dort haben wir so die wichtigsten Grundwahrheiten, die wichtigsten Gebote im Grundgesetz definiert und im Rahmen, die dieses Grundgesetz letztlich steckt, können wir uns dann in Deutschland freiheitlich bewegen. Ja. Und dann gibt es natürlich Interpretationsspielraum, das ist schon klar. Ja. Jetzt kommen wir aber immer mehr hier zum Teil in den westlichen Ländern so zu der Überzeugung, dass ich eigentlich hier Freiheit mit Beliebigkeit verwechsle, dass also auf einmal alles erlaubt ist und dass im Grunde genommen die freiheitlichen Werte, die man hat, nicht mehr auf bestimmten Grundwahrheiten beruhen, die in der Gesellschaft traditionell von Generation zu Generation vererbt worden sind. So, und in Deutschland und manchen westeuropäischen Ländern hat man dann das Problem, dass man hier letztlich dazu öffentlich nichts mehr sagen kann oder man wird dann tatsächlich gecancelt. Das ist eben in den USA anders. Auch dort würden die Amerikaner sagen, wir sind ein sehr freies Land. Aber wie gesagt, Freiheit heißt nicht Beliebigkeit. Freiheit heißt nicht, dass alles erlaubt ist, sondern eben Freiheit. Unsere Freiheit beruht auf ganz bestimmten Werten, auf ganz bestimmten Traditionen, deren Interpretation wir vielleicht nicht so locker auslegen, wie das jetzt hier vielfach in Europa der Fall ist. Das ist natürlich auch immer ein Konflikt, denn natürlich muss sich eine Gesellschaft auch erneuern. Aber ein anderes Verständnis von Freiheit zu haben, heißt natürlich nicht, dass es deswegen keine Freiheit gibt. Auch hier gibt es ja krasse Unterschiede zwischen Deutschland und den USA. In den USA gibt es eine sehr weit gefasste Freiheit der Meinungsäußerung. Hier kannst du also praktisch alles sagen und es passiert dir nichts. Das ist natürlich in Deutschland absolut nicht der Fall. Da steht schon die Polizei vor der Tür und durchsucht dein Haus, wenn du dich hier kritisch über einen bestimmten Politiker in Social Media äußerst. Das wäre in den USA absolut unvorstellbar. Und wir haben ja gesehen, was hier verschiedene amerikanische Politiker wie J.D. Vance zum Beispiel auf der Sicherheitskonferenz in München zu diesem Thema gesagt haben und dass hier eine große Bedrohung der Demokratie und der Freiheit in Europa und ganz besonders in Deutschland oder auch in Ländern wie UK sehen. Natürlich hat das seine Grenzwertigkeiten. Es gibt natürlich tatsächlich hier Aspekte wie das Thema Volksverhetzung. Vor allen Dingen, wenn man dann natürlich hier bestimmte Perioden der Geschichte glorifiziert und auch hier die Fakten einfach verzerrt darstellt, dann hat das nichts mehr mit Freiheit zu tun, sondern dann geht es hier ja im Grunde genommen um eine bewusste Manipulation. Aber auch hier stellt sich natürlich die Frage, inwieweit soll hier der Staat eingreifen? Auch wenn man objektiv sagen muss, dass manche Dinge hier im Grunde Falschinformationen sind, inwieweit ist es das Recht des Staates, hier einzugreifen?
Inwieweit ist es richtig, dass der Staat hier eingreift, oder wird durch das Eingreifen des Staates dann im Grunde an den Prinzipien der freien Meinungsäußerung so stark gerüttelt, dass damit dann diese grundsätzlich in Frage gestellt wird und in Gefahr ist. Aber eben, wie ich es gesagt habe, andere Länder, andere Sitten. Wenn einem das nicht passt in den USA und man kann damit nicht leben, dann sollte man natürlich nicht in die USA umziehen. Aber deswegen zu sagen, dass es sich um eine Autokratie handelt oder dass dort letztlich die Demokratie untergraben wird, das finde ich, kann man so absolut nicht behaupten. Der Amerikaner würde sagen, wir wollen eine starke, wir wollen eine wehrhafte Demokratie. Und wenn man hier mit solchen skandalösen und zum Teil sicherlich auch falschen Meinungsäußerungen nicht umgehen kann, wenn das dazu führt, dass die Demokratie schon gefährdet ist, dann hat sie wahrscheinlich nie richtig existiert. Ja, André, jetzt haben wir hier einen kleinen Exkurs gemacht zum Thema Freiheit und auch den Begriff der Freiheit in verschiedenen Ländern. Ich hoffe, damit hier deine Frage beantwortet zu haben, warum wir Texas empfehlen, warum wir die USA empfehlen, warum ich persönlich schon seit Jahren hier ein großer Texas-Fan bin. Ich danke dir nochmals für deine Zuschrift und wie gesagt, allen anderen, die auch gute Ideen haben, schreibt sie uns. Wir werden gerne, wenn sie für alle interessant ist, dazu ein Video machen. So, wenn auch dich dieses Thema jetzt hier fasziniert und auch du dir überlegst, in die USA auszuwandern, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Ich lebe seit 2008 in den USA und seit diesem Zeitpunkt unterstützen wir Mandanten dabei, in die USA auszuwandern. Wir helfen bei Firmengründungen, bei Visa-Angelegenheiten und natürlich auch bei der laufenden steuerlichen Betreuung. Ich würde mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wer weiß, vielleicht sehe ich dich ja demnächst in Austin. Ich jedenfalls würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.